Ich habe schon wieder nicht gefilmt. Und zwar war ich den ganzen Tag im Garten und habe hier mein Erdbeerbeet neu gemacht. Also ich hatte da die Erdbeeren eigentlich schon in die Reihe gepflanzt, aber ich hatte halt noch keinen Mittelgang gemacht oder 2 Mittelgänge. Das war jetzt so ein bisschen das Problem, dass sie dann doch Kraut und Rüben gewachsen sind. Habe jetzt teilweise die Erdbeeren umgepflanzt. Also ich habe jetzt rechts und links einen Streifen und in der Mitte und habe jetzt einmal so ein bisschen Hackschnitze dazwischen gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, wie schnell zwischen den Erdbeeren jetzt das Unkraut wiederkommt. Aber erstmal finde ich, sieht das jetzt so ganz gut aus. Es sah tatsächlich so aus wie da in dem Beet. Ich habe nämlich Phacelia heißt sie, glaube ich noch. Phacelia habe ich nämlich auf die Felder ausgebracht als Gründüngung. Und hatte mir gedacht, na gut, ich kann sie ja noch ein bisschen blühen lassen. Allerdings hat jetzt die Phacelia die ganzen Erdbeeren wirklich überschattet. Ich habe zwar so ein paar Erdbeeren geerntet. Das Problem war aber, dass die Bienen, na klar, die Phacelia auch super mochten. Das ist ja auch eine super Bienenweide. Und ich konnte dann nicht mehr die Erdbeeren ernten, weil ich Angst hatte, gestochen zu werden. Naja, so wie es jetzt da hinten aussieht, so sieht es jetzt aus. Ich kann also jetzt die Phacelia abernten, kann die Körner, also die Samen kann ich jetzt ernten für nächstes Jahr oder halt jetzt später. Man kann das ja auch im Herbst noch ganz gut auf die Beete ausbringen. Ich muss sagen, man kann das wirklich sehr gut rausreißen. Also es ist jetzt kein Unkraut in dem Sinne, was jetzt irgendwie stark wurzelt. Der Boden ist schön locker und ich glaube, den Erdbeeren hat es ganz gut getan. Ich muss dazu sagen, die Erdbeeren sind auch jetzt erst 1 Jahr alt. Also ich habe, wann war das denn? Anfang diesen Jahres, genau richtig im März oder April, habe ich die Erdbeeren umgepflanzt. Da waren die wirklich ganz klein und die sind jetzt hier richtig gut gewachsen, hatten da klar kaum Erdbeeren. Ich denke mal, das sieht dann nächstes Jahr ganz anders aus. Also wenn man Erdbeeren kauft, ist man ja immer so ein bisschen enttäuscht, weil die Pflanzen meistens erst 1 Jahr brauchen, bis sie halt wirklich groß werden und wirklich ertragreich Früchte tragen. Deswegen war das jetzt dieses Jahr gar nicht so schlimm und ja, ich bin mal gespannt, ob ich nächstes Jahr dann den Erdbeeren ertrinke. Genau, das habe ich jetzt heute erstmal gemacht. Ich denke mal, dass ich bei dem anderen Beet jetzt heute nicht mehr anfange. Es ist jetzt schon wieder 19 Uhr und der Tag ist vorbei. Ihr hört es im Hintergrund, die Mähdrescher sind aktiv. Das Korn hier nebenan das Feld wird jetzt bald abgemäht, also meins noch nicht. Die anderen Felder sind jetzt schon dran. Ich habe jetzt heute auch so ein bisschen hier freigeschnitten. Ich hatte so einen Steckzaun, dass der Bauer da mähen kann. Ja, und so geht auch schon wieder ein Gartentag vorbei. Also, ich wünsche euch was. Sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Please, just tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways.
I